Alter Lachs. Ja, so sieht mein Tag heute aus. Habe hier aber auch gar nichts dagegen, weil es eigentlich durchgehend regnet. Jetzt lässt es langsam nach mit Regen. Ich spüre die ganze Zeit so eine Hyperbiene rum, die komplett aufgedreht ist. Die will, glaube ich, hier rein, aber ich lasse sie nicht rein. Es wird sonst zu eng hier mit uns beiden. Fuß wird wieder, habe ich das Gefühl, knackt ab und zu mal. Ja, morgen wird das schon wieder. Morgen machen wir wieder mehr Strecke. Aber ich habe das Zelt aufgebaut und habe gegessen. Und eine halbe Stunde später hat es direkt angefangen zu regnen. Also auch gewittert und gedonnert. Hat es ganz schön runtergehauen jetzt. Die letzten 3 Stunden. 3-4 Stunden fast schon. Und da war ich ganz froh, dass ich im Zelt war. Als hätte mein Fuß das geahnt. Gehen wir heute lieber ins Zelt, sonst wirst du richtig schön nass und so. Ja, jetzt gibt es den zweiten Gang. Es ist gleich 6 Uhr. Es ist schon angerichtet hier. Ein bisschen Trockenfleisch. Ein paar Würstchen. Da gibt es noch meine heißgeliebte Schokolade. Und die restlichen Skittles, die ich noch habe. Dann werde ich noch ein bisschen lesen oder wie auch immer und chillen. Also heute besteht der Tag einfach nur aus Schlafen im Zelt. Hörst du sie? Hört das sie? Alter, du bist laut, ne? Schlafen und essen. Und ab und zu muss ich auch mal raus, weil ich pinkeln muss. Vielleicht morgen. Weil ich heute fast nicht viel schlafe, werde ich morgen sehr früh wach sein. Und werde gegen 5:30 aufbrechen, denke ich mal. Ich nehme nochmal meinen Ball und muss hier noch ein bisschen. Aber wird schon wieder. War halt einfach zu viel Pause für den, weiß ich nicht. Oh, so, ich esse jetzt. Und Ameisen krabben hier um die ganze Zeit. Ja, gut, dass die nicht so dünn sind, dass sie durch können hier. Er ist ja gut jetzt. Halt mal den Schnabel, den Flügel. So, grüß Gott beieinander am Dienstag. Wir sind halt der 6.6., 7.6. Wir sind halt, sag ich mal sofort, der 7. ist schon. Es hat aufgehört zu regnen gegen abends dann. Die ganze Nacht war es ja ruhig. Also ich habe nicht mal Oropax drin gehabt. Also es war herrlichst die Nacht. 4:30 war ich wach, ohne Wecker. Und war es draußen ziemlich neblig und duster halt wieder. Ne? Dann habe ich abgebaut, gefrühstückt im Zelt. Und ich glaube, keine 2 Minuten, nachdem ich das Zelt abgebaut habe und alles verstaut hatte, bin ich nochmal runter zur Quelle und habe Wasser geholt und abgewaschen und dann ging es schon wieder los. Und jetzt läuft sich ja gut, meinem Fuß geht es besser. Ich habe den jetzt gerade wieder ein bisschen gedehnt, aber es war schon gut, dass ich gestern nicht so viel gelaufen bin. Wir einen halben Tag gemacht haben. Erstens hat es gepisst ohne Ende und zweitens war der Fuß ein bisschen angeschlagen noch. Genau, ich setze schon meine Nudeln noch auf und dann schwinge ich mich wieder auf den Fuß. Also jetzt wird es schon mysteriös, ne? Jetzt hast du dich 2-mal hintereinander abgeschaltet, jetzt mag ich von nimmer, ne? Bist du an der Mittagspause gerade raus, dumme Kamera? Ja, ich rede mit dir. Was schaltest du dich die ganze Zeit ab? Ja, ich esse jetzt meine Nudeln. Also bis später, tschüss. So ein dummes Ding, Alter. So, Kamera, wenn du dich jetzt schon wieder ausschaltest, ohne dass ich dir das sag, dann fliegst du in den Wald. Ja, damit ihr auch mal seht, wo ich hier überall unterwegs bin. Die Wege, die ich so feiere, die ich so gern habe, das sind diese hier. Von da hinten komme ich. Da lang muss ich. Das geht schon Stunden so. Ja, doch, schon. Wenn du eh schon ein bisschen angeschlagene Füße hast, du musst die ganze Zeit durch die Scheiße laufen. Mach dich mürbe. Mach dich mürbe. Du kannst das außenrum hier, das ganze schöne Fahnenfeld und so, das alles außenrum, kriegst du gar nicht mit. Weil du ständig auf den Boden glotzen musst, damit du dir ja den Fuß nicht brichst oder irgendwo dich einklemmst oder was weiß ich, abrutscht. So, solche Wege sind das hier. Ich meine, das ist Natur pur, aber. Und das hört nicht auf und du kommst einfach auch nicht vorwärts. Du kommst auch nicht vorwärts, du machst ja keine Meter. Das sind die schlimmsten Passagen immer hier. Und wenn sie dann auch noch meilenweit gehen, alter Lachs, ey, dann macht das Wandern überhaupt keinen Spaß. Das sage ich euch, wie es ist. Ich bin froh, dass es trocken ist jetzt, weil das auch noch, die Steine sind rutschig.
Da habe ich schon das habe ich schon öfter mal einen Schreier losgelassen. Naja, ist nicht alles immer hier schön. Die Wege hier, die machen schon nicht so viel Spaß. So, ich habe kein Wasser mehr. In 1,5 Meilen kommt eine Wasserquelle. Und dann kommt auch schon in weiteren 2 Meilen das Camp, was ich mir angeguckt habe. Und wir haben auch schon bei 20. Mal sehen, was das ist, wenn da Wasser fließt und was frei ist. Werde ich da bleiben wahrscheinlich. Wir werden sehen. Bis späterchen. Tschüss. So, dann wollen wir doch mal sehen, ob wir wenigstens hier oben mit einem schönes Tentsite, mit einem vernünftigen Ausblick belohnt werden hier nach dem Kampf hier hoch. Und dann heißt es einfach nur beten, dass der Platz frei ist und ein bisschen Wasser am Start ist. Oh ja, das sieht gar nicht verkehrt aus hier. Oh ja, hier weht der Brise. Alter Lachs. Wow. Wir sind bei Meile 666. Das kein gutes Omen für die Nacht ist. Ich habe keine Ahnung, was der Wetterbericht sagt. Ich habe wieder mal kein Netz, aber es zieht zu. Kleine Rinsel da vorne, das geht gerade noch. Also weniger dürfte nicht mehr fließen, dann hätte ich Probleme mit dem Wasser hier. Und nicht weitergehen müssen. Aber jetzt habe ich Wasser und ja. Mal sehen, wie sie schläft. Der Boden ist ganz schön karg. Nach Zecken werde ich mich schon ein wenig absuchen müssen nachher, weil hier ist das Gras recht hoch. Ist schon eine hier? Nee, so Käferchen. Aber ansonsten hatte ich noch keine einzige Zecke, muss ich sagen. Also von dem her, die heißen sind Sommertage, also die kommen erst noch. Ne? Die Hochkonjunktur der Zecken, die steht noch ins Haus. Ja, da kommt jetzt schon noch was. Aber gut. Soll mir recht sein, ich bin gespannt, ob hier heute noch jemand vorbeistravanzert. Und in dem Sinne sehen wir uns vielleicht später nochmal und ansonsten sehen wir uns morgen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen am, was ist heute? Mittwoch? 6:30 Uhr. Die Sonne ist am Aufgehen hier. Wie immer ein Spektakel. Heute ist ja richtig rot. Liegt vielleicht ein bisschen am Gewitter von gestern noch. Aber das hat gestern ganz schön gehämmert. Boah. Also, wo ich da so ein bisschen mittendrin war in dem Geschehen. Das hat mal gedonnert. Leckomat war das laut. Da bist du mal ganz schnell zusammengezuckt im Zelt. Ja, wie gesagt, ich bin seit ein paar Minuten auf der Spur. Auf dem Trail. Ich habe keine Ahnung, wie das Wetter werden soll. Vielleicht etwas schöner als gestern. Gestern war es jetzt nicht grundsätzlich schlecht. Aber ja. Ich sag mal so, wenn man hier 178 Tage unterwegs ist, da ist halt wahrscheinlich der ein oder andere Regentag mit dabei. Da machst du nichts. Wir sind immer noch in Virginias grünem Tunnel, allerdings ist der Untergrund für unabsehbare Zeit richtig angenehm. Und das ändert sich natürlich auch wieder wahnsinnig schnell. Genau, wie lange ich das noch, irgendwann muss ich mal umsteigen auf irgendwas anderes. Aber jeden Tag das Zeug in mich reinballern. Ein Päckchen Thunfisch, ein Päckchen Cracker, Trockenfleisch und Instant-Nudeln. Das ist mein Mittagessen. Und die Instant-Nudeln, also da ist ja ein Pulverchen dabei. Das soll einen Geschmack suggerieren. Du tut es das nicht. Also es schmeckt aber noch nichts. Das ist komisch, aber es ist so. Also die Amis, die sind jetzt zum Mittag immer dasselbe. Bei denen gibt es immer hier, ja, keine Tacos, sondern hier, was schon, Nachos auch nicht.
Die Fladendinger da, die großen Fladen, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Und da drauf gibt es Peanut Butter. Peanut Butter und diese dicken Fladen. Dann werden die eingerollt und reingeschoben in den Kehlenkopf, in die Kehle. Ist zumindest mal alles frei von Brombeeren und Waldbeeren, weil die letzten 10 Meilen in solchen Gängen hier, da war alles verwachsen links und rechts um mich rum. Alles voll mit Dornen und halt Wildbeeren, die halt da wachsen. Das ist Brombeeren oder was weiß ich sind oder Waldbeeren sind, keine Ahnung. Soweit ist es noch nicht, dass man die naschen könnte, ansonsten könnte es sich ja hier Tag und Nacht den Bauch vollschlagen, bis du ja speist. So. Heute Morgen zur frühen Stunde, als es noch recht feucht war, waren auch wieder ganz viele von diesen kleinen orangenen Eidechsen auf dem Weg. Die sieht man immer wieder mal. Also da muss man schon aufpassen mit der Taschenlampe. Also wenn du die Headlamp aufhast, die Stirnfunzeln, dann sieht man die recht gut, weil die halt wirklich so Signalfarben sind. So richtig orange. Aber die sind echt recht klein. Also die hast du ganz schön übersehen und hast du totgetreten. Und das will ich immer sehr vermeiden. Deswegen bin ich da morgens immer äußerst vorsichtig und leuchte immer den Boden ab, um ja keinen aus Versehen zu plätten. Der Boden, es ist so angenehm zu gehen hier. Das ist super. Die ganzen Muster hier reingefräst irgendwie. Keine Ahnung, was das hier darstellen soll. Sieht ja crazy aus. Komisch. Ja, es gibt hier so einige Dinge, die lassen mich hinterfragen. Es geht ein bisschen Wind hier im Freien. Das ist richtig angenehm. Gibt es ein Wort auf Englisch für schwül? Und das bringt sie mich heute voll auf den Punkt. How to explain? It's not extremely hot, but it's warm. And additionally, there's a lot of moisture in the air. That means you are sweating more faster, you know. In Germany we say it's schwül today. Not schwul, it's schwül today. What is the English word for this? Der Tag macht deutlich mehr Spaß als der gestrige. So kannst du zu mir erst dahin gehen für die nächsten 20 Meilen, überhaupt kein Problem. Aber zu mal wieder ein wenig Anstieg. Aber Anstieg haben wir jetzt schon gut gemacht, aber da kommt ein bisschen was, kommt noch, glaube ich. So 2000 Füße. Schön, gell? Schön. Ist das nicht schön? Scheiße, ist das schön. Aber ich glaube, jetzt geht es wieder langsam Richtung Wald rein. Back in the Green Tunnel. Und deswegen sagen wir auf Wiederschauen und bis later. So ein kurzer Zwischenstand oder eine kurze Zwischenpause. Wir stehen hier vor einem der ältesten Bäume in den USA und vor allem einen der dicksten. Das Ding hier ist eine Eiche, die Keeper Oak. Da ist der Oschi. Was habe ich gelesen? Irgendwas mit 5 Meter Umfang oder so? Keeper Oak. Ich stelle mich mal irgendwie daneben, vielleicht kriegt man das so ein bisschen in Relation. Wie dünn ich bin. Wie dick doch er ist hier. So richtig, ja. Ja. Bin ich gerade schon mal erzählt, wie heißt der? Käfer, nicht Keeper, Käfer. Verzeihung. Die Käfereiche. Nice. Riecht so ein bisschen nach Kuh. Finde ich cool. Ich mag das.
Seltsam. Also ich bin jetzt schon seit einer ganzen Weile hier auf diesem Berg unterwegs. Und es häufen sich die ganze Zeit diese Steinhaufen hier. Also da ist einer, da hinten sind ganz viele. Da hinten. Ah, da ist der nächste. Hier wieder. Und da an der Seite. Also ich frage mich gerade. Hier sieht man es nochmal schön. Hier. Da. Der Steinhaufen. Ich frage mich gerade echt, ob die vor Jahrzehnten hier den Weg, den ihr hier seht, alles von Steinen befreit haben. Damals, um jetzt, dass wir hier schön wandern können. Das wäre ja krass. Also es waren jetzt bestimmt 30, 40 von diesen Haufen. Auf die Länge von Mali oder so. Und wo ist denn der Schalter? Habe ich den verpasst? Ich wollte noch mehr Wasser haben, bevor es den Berg runtergeht. Das wäre jetzt doof. Da war nichts. Naja, wurscht. Auf jeden Fall überall menschengemachte Steinhaufen. Also von der Natur kommt es nicht. Also wäre echt beeindruckend, wenn die hier die ganzen Steine nur von diesem Weg runtergetan haben, damit die Leute hier spazieren gehen können. Krass. Jetzt sind wir schon mal auf der Karte gucken, wo der Schalter ist. Also das sieht schon alles sehr skurril aus hier. Das ist definitiv mal gebrannt. Aber es sieht mir nach einem Schwellbrand aus. Weil das Feuer bis vielleicht auf 2 Meter an den Bäumen dran war. Und die Bäume stehen in voller Blüte hier. Also tragen ihr Laubkleid. Aber hier, ich dachte mir schon, wo ich hier ankam. Wer macht denn hier ein Feuer? Und dabei wird es hier mal richtig arg gebrannt. Das muss schon ein paar Jahre her sein. Fast kurios, wie sich hier der Weg dann so markant durchschlängelt. Durch den Wald. So viel Grün ist nun mal. Da ist etwa eine Quelle sogar. Der Boden ist irgendwie tot. Und es riecht nach Feuer immer die ganze Zeit. Das sieht schon krass aus hier. Das ist teilweise echt nicht ungefährlich, da oben auf den Dinger da rum zu klettern. Das hatte mit Wandern dann nichts mehr zu tun. Großartig. Also man ist da schon auch viel am Klettern und balancieren und so. Und ein falscher Schritt. Ups. Warst du mal. Naja. Ich hoffe, ich habe da unten halbwegs mal Ruhe und es sind irgendwie überfüllt. Das sage ich immer. Ne? Ah, ist mir wurscht. Solange noch ein Zeltplatz frei ist, wo ich mich aufpitchen kann und der Tag vorüber ist, bin ich schon zufrieden. Aber wie gesagt, langsam erst Zeit für Feierabend. Einen wunderschönen guten Abend aus dem Zelt. Oh Gott. Wenn ich das schon wieder höre, kriege ich große Kotzen. Das Pfeifen gerade, hört ihr das auch? Das ist so dumm, ne? Die Leute, die gehen hier, die machen hier zig Meilen am Tag und dann brauchen sie zum Aufpumpen der Luftmatratze so einen kleinen Mini-Ventilator, weil sie es mit der Lunge nicht mehr hinbekommen. Ja, ich will auch jetzt gar nicht mehr raus, weil an dem Shelter bzw. an dem Spot hier ist schon wieder viel zu viel Leben. Also als ich ankam, waren 4 Leute da. Es waren 3 im Zelt, also 3 Zelte und eine Ische, ein Mädel im Shelter. Die habe ich heute schon mal getroffen, aber die quatscht so viel, dass das Blut aus den Ohren läuft. Mittlerweile sind es, glaube ich, schon 6, 7 Zelte inklusive meinem. Ja, jetzt, glaube ich, ist noch einer dazu gekommen, der sich eben gerade die Mühe macht, mit seinem Föhn die Luftmatratze aufzupumpen. Manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr.
Ich habe Angst, dass mein Gas ausgeht, aber zur Not müssen wir mal ein Feuerchen machen dann. Auf Feuer machen habe ich hier überhaupt keine Lust so richtig, ne? Ich meine, du kommst an, also ich zumindest, und du baust ein Zelt auf, isst was und dann gehst ins Bett. Also wenn ich ankomme und habe einen harten Tag hinter mir und bin bei einer 20 Meilen gelaufen, dann habe ich nicht mehr die größte Ambition, Feuer zu machen. Aber morgen dann vielleicht. Morgen sind es nur 17,5. Trotzdem 4.500 Fuß hoch, 4.500 Fuß runterwärts. Also schon noch fordernd, wie immer. Also es gibt bis jetzt keine leichten Etappen, Tagesetappen, wo ich sage, oh, das war ja cremig heute. Und bis dahin. Eine gute Nacht. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen am Donnerstag, den 9. Mai. Ach ja, was ist denn da los? Ach, dann welche gepennt auch. Oh. Schon wieder Hiker. Ach nee. Das sind aber einige. Was ist denn hier los? Da im Zelt, da pennt noch jemand. Ja, heute Morgen war ich mit der Stirnlampe schon unterwegs. Stockdunkel war es. Das ist immer ganz interessant, wenn du in den Wald reinleuchtest. Und ich gucke auf einmal 4 Paar Augen an. Und du hast keine Ahnung, was es ist. Erst wenn du ein bisschen näher hingehst, da waren es 4 Rehlein, die mich angeschaut haben. Wie der Singer, wenn es blitzt. War nice. Keine Ahnung, wie das Wetter wird heute. Surprise, surprise. Lassen uns überraschen. Vielleicht habe ich irgendwo mal wieder mit dem Service. So, und jetzt werden Höhenmeter gemacht hier. Der erste Berg ruft. Bis später. Ich gehe gerade so mitten durch den Wald. Auf der Suche nach einer Wasserquelle. Und hier chillen einfach ein paar dicke Kühe. Die haben hier das schönste Leben. Bin da ein bisschen außen rum gegangen, also nicht zu nah ran an die Viecher. Und gigantisch. Jetzt gucke ich mal. Hier liegt noch einer im Wald. Alter. Hallo. Tu dir nichts. Alles gut, ja? Na, Kumpel? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich muss noch kurz die Stöcke ablegen hier. Ah, das ist eine Länge. Mitten im Wald, klar. Warum nicht? So. Gucken wir mal. So. Es ist mal wieder ein feierlicher Augenblick. Und zwar heute, genau jetzt, haben wir die 700 erreicht. 700 miles on the AT. Ich muss sagen, da denkt man gar nicht so richtig drüber nach und dann läuft man wieder vorbei. Dann hat sich einer die Mühe gemacht, mal wieder ein paar Ästchen oder Stöcker zusammenzulegen. Und dann guckt man auf die App und tatsächlich 700. Heute, ja, ich habe noch etwa 5,5 Meilen zu gehen. Dann ist der heutige Tag rum, weil ich ja gesagt habe, heute wird nicht zu lang. Und wenn das da unten an dem kleinen Bächlein was Geiles ist, dann lassen wir uns dann wieder. Also die Bergkämme machen einen teilweise schon das Leben schwer. Boah, und wenn sich das über Meilen zieht, ich habe das schon mal gesagt, nicht angenehm für die Füße. Oh, ich habe jetzt noch 3,5 Meilen, ich habe noch ungefähr so viel Wasser drin, aber zwischen den letzten 8, 9 Meilen gibt es nichts.
3:45 und es ist Feierabend für heute. Ich bin an dem Bächlein angekommen. Ist auch wie beschrieben auch Platz für 2 Zelte. Ich bin schon aufgebaut da drüben. Trocknet gerade noch so ein bisschen vor sich hin. Ich habe jetzt erstmal Durst ohne Ende. Ich muss so viel trinken. Ich habe echt die letzten 10 Meilen fast nichts getrunken. Weil auch nichts da war. Es gab halt auch nichts. Bin gespannt, ob heute mein T-Shirt mal ein bisschen trocken wird. Ich war heute Morgen immer noch klatschnass vom Schweiß. Nein. Also der Abstieg vom Dragon's Tooth heute, beziehungsweise von dem Berg, wo der Dragon's Tooth ist, das war bisher der krasseste. Also, wenn ich mir das anschaue, wie die Leute mit den Hunden das teilweise machen, binden sie sich den Hund dann auf den Rücken oder wie auch immer, also richtige Steilwände zum Teil, also schon so ein bisschen schräg, ja. Und da climbst du runter. Also es hat mit Wandern grundsätzlich nichts mehr zu tun. Das ist eigentlich reine Kletterei. Also, und dann hast du auch noch einen fetten Rucksack mit dabei. Hätte ich jetzt keinen Rucksack dabei, hätte ich gesagt, oh ja, schon der Tagesausflug da hoch. War auch viel besucht. Also waren viele Leute da oben. Er hat echt noch Glück, wo ich mal ein kleines Video gemacht habe, beziehungsweise ein paar Fotos, dass nicht so viele da waren. Was wahrscheinlich auch unter der Woche ist. Aber der Weg runter, also hoch muss ja schon sein, ne? Aber runter dann, Alter, ein falscher Schritt. Die Anstiege waren in Ordnung. Mein Gott, es waren auch wieder 2000 Höhenmeter Anstieg heute. Genauso viele runterwärts. Nur wenn natürlich dann auf 3-4 Meilen auf einmal 1000 Meter Abstieg kommen, dann weißt du genau Bescheid, dass das die Hölle wird. Ne? Auf die Distanz so viele Höhenmeter runterwärts. Das ist schon krass. Naja, gut. Ich denke mal, viele werden auch ins Hostel gehen. Da ist ein Hostel, aber den einen Tag, den halte ich morgen noch durch. Ich muss ja noch mich riechen. Wie gesagt, also ja, Wasserquellen waren die letzten 10 Meilen wirklich nicht viele. Also so gut wie keine. Ich habe ungefähr einen Liter gehabt oder so. Also ich mache mir jetzt auch gleich mein Pulver rein und dann exe ich erstmal einen Liter weg. Wenn ich eins hier habe, dann ist es Wasser und Ruhe. Und dann werde ich mir was kochen, weil ich auch Hunger habe. Zecke habe ich mir auch schon runter, die erste heute. Die hat sich noch nicht verbissen, aber das war ein relativ großer Oschi. Den habe ich gleich mal zwischen 2 Steinen begrüßt. Ja, hier ist Zeckengebiet auf jeden Fall. Und ach, ich hasse die Menschen, überall schmeißen sie mir rum. Es ist so ein schönes Fleckchen hier. Da liegt eine kaputte Säge, da die Dosen, da ein alter Handschuh und so. Naja, was wirst du da noch sagen? Ja? Guten Morgen am Freitag. Heute müsste, wenn ich richtig gerechnet habe, Tag 54 auf dem Trail sein. Wahnsinn, wie die Zeit dann doch vergeht. Und ich bin super im Schnitt. Also alles easy. Heute ist recht windig. Die Nacht war ruhig. Heute habe ich mal wieder mit Oropax gepennt. Ist doch angenehmer dann. Mein Gott. Du kriegst zwar nicht mit, was um dein Zelt herum passiert. Aber manchmal will man das auch gar nicht. Das Ding ist, ich habe 2 Möglichkeiten für heute. Zum einen könnte ich die Easy-Variante wählen und mache 15 Meilen bis zum letzten Campsite. Oder ich mache nochmal 10 Meilen weiter und gebe es direkt vor Delville. Das Ding ist, zwischen diesem letzten Campsite, ich weiß nicht mehr genau wie es heißt, und Delville ist ein Campverbot, ein striktes Campverbot. Steht in jedem Kommentar drin bei vor Ort, bei der App. Ja, da soll wohl auch ein Ranger-Patrouille laufen. Ob das zur Abschreckung so geschrieben wurde oder ob das der Tatsache entspricht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall soll das $100 kosten pro Camper, wenn du da erwischt wirst. Ja. Heute kommt übrigens noch McAfee Knob. McAfee Knob ist ein, sehr bekannt auf dem Trail. Knarz. Also Felsvorsprung,
Das ist so der schönste Ausblick, den du auf dem Appalachian Trail haben kannst. Und ich hoffe, der ist nicht zu sehr besucht heute. Mal sehen, ob wir da ein paar schöne Bilder machen können. Aber jetzt ist es gerade, gucken wir mal auf unsere schlaue Uhr. 6:34 Uhr, wir sind genau eine Stunde auf dem Trail, also schätzungsweise 3 Meilen gelaufen, vielleicht 2,5. Und der nächste Shelter zum Wasser auffüllen, der ist nochmal 3 Meilen entfernt und von daher nicht lange schnacken, nächsten Meilen schrubben. So, angekommen auf dem McAfee Knob nach einem relativ geschmeidigen Anstieg. Und ich muss schon sagen, also es ist ein faszinierender Ausblick. War gerade ein netter Herr da, der hat sofort gesagt, er macht ein Foto von mir, der ist vom ATC Club, der macht das freiwillig. Der ist seit 6 Uhr morgens ist der hier und fotografiert die Leute, die hier hochkommen. Also es ist fantastisch. Ich gehe jetzt mal aus dem Weg, weil die Dame will geknipst werden. Brutal. Der McAfee Knob, haben wir den auch mal gesehen. Ach, sehr geil. Solche Tage liebe ich ja. Das ist noch ein kleiner Ausblick. Also ich kann es nur wiederholen, McAfee Knob. Bis jetzt der geilste Ausblick. Der geilste Ausblick auf dem AT. Das ist so. Aber hier ist nochmal so ein Ding. Den hatten wir auch. Richtig geil Ausblick. So, dann geht es jetzt weiter im Tagesprogramm. Tschüss McAfee. Und wir gehen zurück auf den Trail. Also hier, ja, der Kumpel, der hier da war und Fotos gemacht hat, der geht hier wirklich fast jeden Tag hoch. Krass. Der hat mir ein Armband geschenkt. Hier. Halt nur das geiles Armband. Richtig geil. Total netter älterer Mann. Und wenn er das jeden Tag macht, oder ich glaube jeden zweiten, was er gesagt hat, dann ist er sehr sportlich in dem Alter. Ja, 75 ist er. Nicht schlecht. Ich muss noch eine kleine Geschichte erzählen. Von vorher. Die muss ich einfach festhalten. Weil sie einfach zu lustig ist. Ich habe ja vor langer Zeit in Hot Springs ein Paket zurück nach Bayern geschickt. Dies kam wohl vorletzte Woche an. Der Zoll hatte Probleme mit diesem Paket. Unzureichende Informationen. Jetzt bin ich natürlich nicht zu Hause, also ich hätte das Paket annehmen können. Ich habe einen Bonbon im Mund, deswegen nuschel ich so. Ich hätte das Paket abholen können, anrufen können und klären, was da los ist. Oder das Paket verweigern. Dann habe ich meiner Schwester geschrieben zu Hause, sie möchte doch bitte mal anrufen, ob sie das Paket nicht abholen können. So. Jetzt ist mein Schwager da gestern oder vorgestern hingefahren zum Zollamt und wollte das Paket holen und dann wollten die das aufmachen. Und er hätte es halt aufmachen müssen, um mal zu gucken, ist Neuware drin, die verzollt werden muss oder eben nicht. Und dann haben die den Bärenkanister nicht aufbekommen. Ich habe irgendwo mit meiner Schwester das erzählt, ich habe innerlich abgebrochen vor Lachen. Also er ist bärensicher und Beamten- und Pflegedienstsicher. Also da musste ich schon sehr arg lachen. Weil, ja okay, also ein geschultes Auge erkennt schon, wie man so einen Bärenkanister aufmacht, eigentlich auf Anhieb. Und als sie den dann, ich glaube mein Schwager hat sich dann ein YouTube-Video angeschaut, wie man den Bärenkanister aufbekommt. Und ja, dann den Moment, wo er sich gedacht hat, ach du Scheiße, wie einfach ist das denn? Hätte ich zu gern gesehen.
Naja, Ende vom Lied war, dass sie wohl den Bärenkanister am Zolleramt aufbekommen haben und ihnen schon ein sehr angenehmer Geruch entgegengestiegen ist, wo der Zollbeamte wohl gesagt hat, oh ja, das ist gebraucht. Und hat den Deckel wieder zugemacht. So, machen wir wieder ein paar Meilchen und ein paar gibt's Mittagessen. Da kannst du wieder Instant-Nudeln. Ach geil, ich freue mich schon auf Instant-Nudeln. Ah, so geil, ich kann kotzen. Halt's Maul. Ich habe mich schon vor einiger Zeit entschieden, wie der Tag enden wird. Und zwar bin ich nicht mehr nach Delville komplett gelaufen. Also ich habe mir die 10 Meilen geschenkt heute. Also es sind nicht mehr ganz 10, es sind 9 und vielleicht sind es dann bis zum Hotel oder so, sind es dann 10. Aber das ist jetzt nicht so die große Tragödie. Das war auch ganz gut so. Und wieder mal, kaum hatte ich das Zelt aufgeschlagen. Zumindest hier. Fängt es zu regnen an, als würde ich das irgendwie magisch anziehen. Also es hat den ganzen Tag ausgeschaut, als würde es jeden Moment anfangen zu regnen, aber kaum schlage ich das Zelt auf und sitze drinnen und esse was, geht's los. Aber auch nicht lange, eine halbe Stunde oder so. Dann war es auch wieder vorbei. Heute ist windig, da kommt mal wieder die Sonne raus. Jetzt gerade kommt die Sonne raus, jetzt kommt sie. Ja. Sehr schön. Ja, ich habe vorher noch einen Mann getroffen mit seinem Hund. Also 2, 3 Meilen weiter vorne war dann ein Shelter und ich habe mir halt eine Ecke gesucht, wo ich relativ windgeschützt bin, weil es ist halt echt gepustet. Jetzt hat es ein bisschen nachgelassen, um mir was Warmes zu essen zu machen mit meinem letzten bisschen Gas. Und dann habe ich mit dem ein bisschen gequatscht und so und dann hat er mir prompt so eine fette Packung Salami geschenkt. Er hat viel zu viel dabei und ob ich ein paar will. Ja, nein, sage ich nicht, ne? Nehmen wir her damit. I really appreciate that, sagt er. Ja, sage ich. Und tatsächlich habe ich das Wasser noch einmal halbwegs warm bekommen und habe mir nochmal Instant-Nudeln gemacht. Also da gab es 2-mal Instant-Nudeln und Freeze-Dried Food und Frühstück und ja, also Energievorrat ist wieder halbwegs aufgefüllt. Für morgen habe ich halt dann nichts. Für morgen habe ich halt die Salami von dem netten Herrn, ein bisschen Trockenfleisch aber übrig und ich glaube noch 2 kleine Würstchen. Und einmal Oatmeal. Also für ein gutes Frühstück reicht's. Hier ist übrigens auch ein schöner Bach dabei. Also wie ich sage halt immer, ne? Zelten und direkt halt Wasser am Start. Besser geht's nicht. Das hier, also von diesem Campsite, wo ich jetzt gerade bin, bis nach Delville ist Campverbot. Diese 10 Meilen oder dann kommen 5 Meilen, das ist illegal. Und da habe ich tatsächlich gerade einen Ranger laufen sehen, ne? Also von der ATC, von der Conservancy. Es war nicht sie, sie hat nur gesagt, what's up? Yeah, everything's good, what about you? Ich habe jetzt nicht explizit nachgefragt, ob die Frau jetzt dafür, also ob die da ist und jetzt hier die illegalen Camper aufscheucht. Aber was soll sie sonst hier draußen machen? Also gehe ich mir davon aus, ist so. Und ich habe keinen Bock, $100 zu zahlen. Also jetzt schön hier pennen. Heute früh die Lichter ausmachen. Es sieht nicht mehr nach Regen aus, der Himmel ist blau. Und da geht's morgen nach Delville. Genau. Die nächsten Stops, die muss ich da ein bisschen länger ziehen. Also nicht schon wieder Hotel und so. Es geht echt ganz schnell ins Geld, meine Fresse. Im Hotel, alle jede Woche, wenn du sagst, jede Woche brauchst du 400 Euro. 25 Wochen mal 400 Euro. Das ist im 5-stelligen Bereich, auf jeden Fall. Ah gut, Geld spielt keine Rolle. Hier zumindest nicht. Alles klar. Dann sehen wir uns morgen in aller Frische. Wenn die Sonne aufgeht, gucken wir mal, wie das Wetter wird. Und bis dahin, ade. Einen wunderschönen guten Morgen. Es mag noch ein wenig dunkler erscheinen, aber es ist auch noch sehr früh. Ich glaube, es ist 5:45 und ich zeige euch jetzt mal, warum es sich einfach lohnt, manchmal etwas früher aufzustehen. Ein faszinierender Sonnenaufgang hier heute Morgen.
Mega geil. Kommt auf der Kamera gar nicht so rüber. Du siehst, das sieht so geil aus einfach nur. Und dafür lohnt sich's. Ich habe noch ungefähr 6, noch irgendwas Meilen. Bin um 5 los heute Morgen. Ich hatte noch einen Zeltnachbarn gestern. Ich weiß nicht, ich habe den nicht gesehen. Ich habe mich auch nicht unterhalten mit ihm, weil ich eigentlich auch die ganze Zeit im Zelt war. Und ich weiß nicht, was mit dem Mann nicht stimmte. Ich glaube, der hat sogar einen Hund dabei gehabt. Der hat die ganze Nacht gehustet. Der hat nicht geschlafen. Mich hat er auch nicht schlafen lassen. Der hat gehustet. Also entweder stärkster Raucher, Asthma oder er hat sich eine Lungenentzündung eingefangen hier draußen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das nicht normal. Ohne Mist. Und dann war es mir wurscht. Ich bin um 4 mit mein Zeug gepackt und dann zack, bin ich losmarschiert. Ja, die liegen jetzt alle noch schön in ihren Schlafsäcken. Und ich gönne mir halt das hier. Genau. Dann freue ich mich auf ein richtig schönes Frühstück. Ich hoffe, es gibt mal wieder Omelette. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. Ein paar schöne Sausages, Bacon, guten Kaffee und einen Orangensaft. Geil. Ja, der Tag kann kommen. Er geht gut los. Hoffentlich bleibt es dabei. Bis dann. Ja, bei so einem Ausblick ist mir die Stöcke umgefallen. Fail. Bei so einem Ausblick muss natürlich die Kamera mal wieder anschalten hier. Eine Stromtrasse, die ins Tal führt und über die Berge geht. Das ist so krass, die Schneise, die sie da reingeschnitten haben. Nur um halt ihren Strom, ihre Infrastruktur hier auszubauen. Aber ist ein sehr geiler Ausblick hier wieder. Also das ist schon ziemlich beeindruckend. Immer wieder aufs Neue. Ja. Auch hier schöne Blümlein. Was weiß ich, was das für Dinger sind. Ich kenne mich ja da so gut aus. Herrlich, oder? Ha? Geil. Scheiße. Jetzt den Kleiderbügel nehmen und runter ins Tale. Was sagt die andere Seite so? Das ist es. Das ist das Ding. Habe ich schon gesagt, 2,8 Meilen noch. Also so gut in der Zeit. Ist kurz vor 7:30. Ah, sehr schön wieder hier. Ja, dann klettern wir jetzt noch ein bisschen über Stock und Stein. Dann geht es irgendwann nur noch bergab. Und dann sind wir auch schon da. Bis nachher dann. Fast kein Betrieb hier, fast kein Verkehr. Ich begebe mich gleich mal Richtung was zu essen. Mein Hotel habe ich schon gefunden, das ist vorne an der Kreuzung. Liegt ja mitten an der Straße, ich hoffe, die hört man nachts nicht so. Mal sehen. Ja, das ist jetzt zwar kein ausgeschriebenes Breakfast-Restaurant, aber das ist halt so ein Barbecue-Ding und ich hoffe, also geschrieben haben sie, dass sie um 7 Uhr aufmachen. Und ich hoffe, ich kriege da was zu futtern. Das wäre schon sehr cool. Hier ist das. Three Little Pigs. Bei den 3 kleinen Schweinchen haben wir gerade gefrühstückt. Ach du Heiland. Ich hab's wieder maßlos übertrieben, dass ich noch laufen kann. Ich bin so voll gefressen.
Von Anfang an, ich kam da rein. Erstmal kein Schwein drin. Free Packs, war nur ich drin. Habe ich erst mal 10 Minuten gewartet, bis jemand kam. Die waren alle in der Küche am Rumalbern. Also ganz junge Klecke da. Ich gefragt, wie es ausschaut. Ob sie irgendwas Frühstückstechnisches am Start haben. Ich dachte, ja, nee, eigentlich nicht. Aber er kann schon irgendwie sowas hinzaubern. Ne? Dann war ich fertig. Dann habe ich mir die Karte angeschaut, die Menücard. Dann habe ich mir direkt noch ein Sandwich bestellt. Ein fettes Sandwich mit Pulled Pork und dazu noch einen fetten Salat. Danach war ich fertig. Dann gab es aber noch einen gratis Pudding für Thru-Hiker. Also habe ich mir noch einen Bananenpudding reingezogen. Auch extrem lecker. Und das Ganze für keine $16. Also richtig geil. Jetzt hat der Outdoor-Store auch schon auf, weil ich brauche Gas. Oh, meine Fresse, bin ich voll. Das war mal ein richtig geiles Frühstück. Oh, mein Ranzen, der ist so auf Spannung gerade. Würde nichts mehr reinpassen. Das Hotelzimmer ist bezogen, schon seit geraumer Zeit. Draußen zieht es langsam zu. Vielleicht knallt es heute noch. Ist mir relativ wurscht, weil ich habe mein Zeug erledigt. Eingekauft, geduscht, Sachen aufbereitet, Wäsche gemacht. Und was noch fehlt heute ist der Mexikaner. Klar. Ja, wenn wir heute... Ich bin auch echt müde. Die Nacht war echt für die Katz. Ich werde jetzt noch schön asen. Und dann werde ich auf dem Bett liegen und... Dann werden mir die Äuglein zufallen. I guess. Habe ich zwar mein deutsches Pärchen wieder getroffen hier. Die Jiggles und den Silent. Ja, durch Zufall hat wieder dasselbe Hotel irgendwie abgegriffen. Ja, die zwei sind total nett. Ach ja. Nur mal, dass er das mal so dimensional seht. Alleine dieses Päcklein hier, was wir dort haben. Ich greife jetzt mal ab, 1 Kilo ungefähr. Da drin befindet sich das Frühstück. Das Frühstück befindet sich da drin. Dann die Hauptnahrung befindet sich in diesem Päckchen drin. Okay, also selbst, ich glaube, das kleine Ding hier hat schon 3,5 Kilo Frühstück, noch 1 Kilo, bis zu 4,5 Kilo nur fürs Essen. Nur fürs Essen. Wie gesagt, wird jeden Tag ein bisschen leichter dann, aber am Anfang schleppt sich das. Und das sind jetzt, ja, abgezogen von dem Essen, was ich hier vertilge, locker flockig 120, 130 Euro. Und jetzt gehe ich zum Mexikaner und knall mir ein Burrito rein. Oder 2. Mal sehen, hoffentlich ist es nicht so teuer. Scheiß das Geld an. Alles klar, also heute sehen wir uns nicht mehr, vielleicht morgen dann, aber morgen Lazy Day passiert nicht viel, also wahrscheinlich eher wieder auf dem Trail. Mal sehen, ne? Alles klar, bis dahin, tschüss, Gün.